Hallo Dampferfreunde, ja und nochmal 4. Hallo Dampferfreunde, ja und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um wieder eine Dampf und zwar um die Elif iStick Mini iStick 2. So, was die Besonderes sein kann, das ist ja die Frage. Ich habe die, wie gesagt, von meinem Kumpel empfohlen bekommen, habe mir überlegt, okay, die gehst du kaufen und habe erstmal nur das Mod gekauft, also nur den Mod gekauft. Aber als ich die schon ein bisschen mal vorgeschaut habe, habe ich mir in meinen Augen selbst nicht getraut. Ihr wollt es wissen? Ja, dann folgt mir auf dem Tisch. Ne, dann stelle ich euch vor. 12 Sekunden später. So, da komme ich zurück. Ja, was ist natürlich dort Besonderes? Ihr seht, im Moment ist das eine ganz normale, schlichte Verpackung. Ein bisschen Verzierle hier mit drauf. Und eben das Modell. Na, dann gehen wir mal kurz herum. Alles andere auch. Hier ist was drin sein soll oder drin sein müsste. Und eben natürlich so. Ja, ihr seht selbst, wir packen das jetzt mal hier so aus. Und das ist immer noch ziemlich groß. Aber was ist jetzt wirklich da Besonderes dran? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ihr seht selbst, die Verpackung ist größer als ja, meine Hand. Aber jetzt mache ich mal den Deckel auf und man sieht, er ist unheimlich klein. Ja, das hier ist der Mod. Ja, der ist der Mod. Den tun wir jetzt erstmal auf Seite und gucken, was wir noch da drin haben. Also, wir nehmen nochmal das raus, nehmen hier noch zusätzlich Dings raus und hier sehen wir natürlich ein USB-C Aufladekabel, eine Bedienungsanleitung, die in verschiedenen Sprachen existiert ist und über eine Warranty Card und noch andere Sachen dabei. Gut, die brauchen wir jetzt nicht. Ihr habt jetzt also auch selbst gesehen, wie groß tatsächlich die Hand jetzt ist. Also wie gesagt, ne, die Verpackung ist wie gesagt größer als meine Hand. Das ist auch für ersten Kaufen, wenn man überlegt, tatsächlich wirklich groß. Wenn man jetzt zum Beispiel die Aegis Boost hier einsetzt, da könnte man genauso sagen, ist ja fast genauso groß wie die Verpackung. Ja, also da könnte auch die fast reinpassen. So, und jetzt gucke ich mal, jetzt schaut mal nach. Jetzt tue ich das da rein und ihr seht selbst. Er ist ziemlich klein. Ja, es ist tatsächlich ein richtig kleines Modell. Deswegen auch die Mini iStick. Man ist ja bekannt oder man weiß ja, dass Elif mit ihrer kleinen Modellen, wie zum Beispiel die Pico oder auch die Pico 2, eigentlich sehr gute Modelle macht, die besonders auch des weiblichen Dampfer Anspruch gibt, aber auch natürlich Männer wollen die gerne haben. Aber die ist tatsächlich mehr für, sag ich mal, für Frauen, die sie tatsächlich in der Handtasche irgendwo verstecken können. Ja, und ihr seht selbst, dieser Mod hat hier an der Seite, ja, ob das jetzt Plastik oder Metall ist, weiß ich jetzt nicht. Könnte aber auch Metall sein. Ja, ist Metall also. Und hier auch, das soll auf jeden Fall Edelstahl sein. Hier haben wir den 15er Anschluss. Feuerbutton, Plus und Minus und eben den USB-C Anschluss. Hier unten sind Entlüftungsstütze und weiteres ist zwar jetzt hier nicht angegeben, aber das kleine Ding hat es in sich. Also erstens, es ist wirklich nicht gerade, jetzt sagen wir mal nicht so schwer wie eine natürlich größere Maschine, aber es ist schon etwas Power dahinter, also schwer, weil gleichzeitig Power auch da ist, weil dieses Gerät hat eine 1100 mAh Akku schon integriert. Das heißt also richtig mächtig, ja, Kraft, die dahinter steckt. Leider ist es nur begrenzt von 1 bis 25 Watt, aber es reicht vollkommen auch aus, wenn man eben keinen größeren Verdampfer einsetzt. Ihr wollt jetzt auch vielleicht wissen, was die Maße von diesem Gerät ist. Ja, es ist tatsächlich 54 x 32,8 x 21,5 mm Umfang. Ja, und dieses Gerät hat auch tatsächlich ein OLED-Display.
Ja, ihr seht selbst, es ist also ziemlich hell und auch lesbar, und ihr seht auch selbst nur, dass oben die Power-Anzeige, also die Batterieanzeige und unten eben die Wattanzahl eingestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Displayfolie drauf ist, aber sieht nicht so aus. Nö, sieht nicht so aus, dass hier eine Displayfolie drauf ist. Also hier ist jetzt keins drauf, weil ich hatte schon drauf und ich habe da weggemacht, kann ich nicht sagen. Ja, also das ist dieses kleine Teil. Also man sieht ja selbst nochmal, klein und handlich. Das ist wie gesagt bekannt, eben aber trotzdem hart und schwer. Und es passt eben nur kleinere Verdampfer drauf. Dieses Gerät hat aber jetzt noch was Besonderes. Aber bitte, das geht nur mit dem GSR 4 Verdampfer. Den werde ich euch noch extra vorstellen, denn es gibt dieses Modell auch als Kit. Ich habe aber nur den Mod und den Verdampfer extra gekauft. Und was die Besonderheit jetzt dabei ist, ist folgendermaßen: dieses Gerät hat eine sogenannte Zugautomatik. Ihr braucht also, wenn ihr den GSR 4 hier oben drauf gemacht habt, nicht mehr den Knopf drücken, um zu ziehen, sondern ihr könnt auch ganz normal ziehen. Aber nur dann, wenn ihr im Mode-Modus etwas umschaltet. Jetzt gehen wir erstmal in den Mode-Modus, damit wir wissen, was wir hier dampfen können. Also, der Mode-Modus haben wir hier nur 2 Einstellmöglichkeiten erstmal, und zwar auf Watt oder Volt. Die andere Sache ist jetzt die, ihr seht das hoffentlich jetzt, man kann das Display, wenn man jetzt hier 1, 2, 3 macht, dann hat man hier den Power Mode, macht man den Plus, hat man den Mode in Volt Anzahl, und dann kommt jetzt hier hinten Screen, Set Screen. Ja, ihr könnt das Display ein- und ausschalten. Also ihr könnt das hier mit den Tasten hin und her, das Display ein- oder ausschalten. Ich lasse natürlich das Display an, und wenn ihr nochmal 1, 2, 3 macht, dann nochmal weitergeht, dann steht hier Set Auto. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, Set Auto. Ja, und wenn ihr jetzt wieder draufklickt, dann könnt ihr das ein- und ausschalten. Das ist die Zugautomatik. Ihr könnt also die Zugautomatik einschalten oder aber auch ausschalten. Wenn ihr das Zugautomatik eingeschaltet habt, ist aber auch nicht so schlimm, falls ihr tatsächlich drückt. Also das spielt keine Rolle. Das ist eigentlich, was in ein System eingestellt werden kann. Die andere Sachen, die wir jetzt noch kriegen, ist jetzt folgendermaßen: Wir können einmal, wenn man jetzt hier die beiden Knöpfe zusammendrückt, dann wird die Power-Taste, die Plus- und Minus-Tasten gesperrt. Ihr seht selbst, wir können nicht mehr betätigen, aber der Power-Knopf noch. Dann wieder beide drücken und es wieder entsperrt. Drückt ihr die Minus- und die Power-Taste, dann könnt ihr das Display um 90 oder 180, 90 Grad sagt man eigentlich, 180 Grad einmal drehen. Drückt ihr nochmal die beiden, könnt ihr das zurück. So, jetzt hat das Gerät aber noch eine Kleinigkeit, dass dieses Gerät eigentlich sonst fast viele nicht haben. Also da muss ich ehrlich sagen, das haben viele bis jetzt nicht. Nur hat komischerweise dieses Modell, und zwar die Atari hier, dieses Gerät hier, hat tatsächlich eine Liquid Control Dinges. Aber auch der hat das so ähnlich. Und zwar, wenn ihr den GSR 4 Tank drauf habt, haben die der Verdampfer hat eine Besonderheit. Wie gesagt, den werde ich euch noch vorstellen. Und zwar die Besonderheit, dass die Coils sich nicht mehr verbrennen, falls kein Liquid mehr drin ist. Und zwar geht das die sogenannte Dry-Proof. Ich kann nicht so gut Englisch, aber hoffentlich habe ich das gut gesagt. Ihr könnt das hier auch am Gerät ein- und ausschalten. Und zwar müsst ihr den Plus-Button und die Feuertaste drücken. Dann seht ihr hier Dry Proof
Off. Und wenn man jetzt nochmal drauf drückt, Dry Proof On. Ja, das heißt also generell tatsächlich, wenn ihr den GS4, das geht aber auch wirklich nur mit dem GS4 Verdampfer drauf habt, dann erst, wie gesagt, funktioniert diese Dry Proof, damit ihr eigentlich die Watte nicht mehr oder diese Coils nicht mehr verbrennt. Wo er dieses zu checken hat, das kann ich noch nicht sagen. Ich werde die, wie gesagt, mit euch ja dann gemeinsam die testen und auch dann werde ich den hier mit draufschrauben. Ich kann jetzt, ja, mehr ist jetzt auch hier wirklich nichts mehr drauf zu sagen. Ihr seht ja selber, es passt sonst kein anderer guter Verdampfer mehr drauf. Ich gucke mal gerade, dass wenigstens ein Verdampfer drauf passt, damit man wenigstens sieht, wie groß wirklich der Teil ist. Also ich habe jetzt hier tatsächlich den Steamgrave. Man sieht es tatsächlich selbst. Also es ist ein Monster. Der Steamgrave ist natürlich ein Monster gegenüber hier drauf zu schrauben. Also das sieht natürlich nichts aus. Aber ich wollte jetzt einfach nur damit testen, ob doch wirklich hier dampfen kann. Entweder nehme ich jetzt den oder ich nehme gleich noch einen anderen Verdampfer, der dabei gehört. Ja, da würde ich sagen, das war es auch mit dieser Vorstellung. Ach so, naja, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen zu sagen. Ganz wichtig, das Aufladen. Ihr könnt die Batterie aufladen mit 5 Volt und 2 Ampere. Ja, richtig, 2 Ampere können hier drüber. Das können nicht viele bis jetzt, aber der hier kann mit tatsächlich, um schneller aufzuladen, mit 2 Ampere aufgeladen werden. Ja, ich denke mal, aber jetzt war tatsächlich das wirklich hier und da würde ich sagen, sehen wir uns in den Fazit wieder. Ja, bis gleich. So, da kommen wir wieder zurück zum Fazit. Ja, ihr habt gesehen, großer Karton, kleines Gerät. Ich habe jetzt auch folgermaßen, ich habe jetzt auch nicht den den Steamgrave V3 draufgetan, sondern den Aspire Kumu. Aber auch der sieht man natürlich selbst, ne? Es ist ein Monster drauf, aber ich hatte auch wirklich zur Zeit klein, also ne, man sieht jetzt, man kann hier tatsächlich jetzt richtig sehen, hier sieht selber der Kumu gegenüber unten drunter der Mod. Normalerweise passt das gar nicht. Ich habe im Moment auch keinen kleinen Verdampfer jetzt hier, weil wie gesagt den GSR möchte ich euch jetzt später vorstellen und erst dann gemeinsam natürlich dampfen. Und habe erst gerade aber festgestellt, als ich den V3 drauf gemacht habe, dass ich tatsächlich mit 25 Watt wirklich bis zum Anschlag gehen muss. Und wenn anschließend diese Dry Proof eingeschaltet habt, dann könnt ihr auch nicht den Verdampfer benutzen. Es müsst tatsächlich, um andere Verdampfer zu benutzen, müsst ihr tatsächlich den Dry Proof ausschalten. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt und man sieht es selbst, man merkt es erst auch nachher und dann schaltet man einfach den aus und dann geht der. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Kumu hier drauf und bei 25 Watt drauf geknallt. Er zeigt dann natürlich auch dann gut an 25 Watt und auch die Zahl. Und der hat natürlich jetzt keine Zugautomatik. Geht ja nicht bei dem, habe ich ja gesagt, weil eben nicht der GSR 4 ist. Hier muss natürlich jetzt mit dem Power-Knopf gedrückt werden. Und der wird jetzt natürlich nicht viel bringen, weil der Kumu dafür zu effektiv zu stark ist. Aber ihr seht selbst, er funktioniert natürlich. Ne? Also, zwar nicht jetzt Rauschen, aber er funktioniert. Und das ist ja das Wichtigste, dass deswegen das Gerät komplett benutzt wird. Ja, und wie gesagt, 25 Watt ist wirklich die Maximalleistung. Mehr kann das Ding wirklich nicht brauchen oder nicht benutzen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten vergessen zu sagen, und zwar, oder was heißt Kleinigkeiten? Ihr könnt, wie gesagt, stufenlos einstellen, habe ich total vergessen euch zu sagen. Also zu zeigen auch, dass die Wattzahl nicht in 5er Schritten, sondern in 1er Schritten ist. Also von 1 bis 25 Watt könnt ihr auf einstellen. Und wenn ihr Volt einsetzen wollt, dann könnt ihr natürlich von 1 bis 5 Volt einschalten. Ja, so alles andere habe ich euch ja schon eigentlich jetzt gesagt.
Und ich bin mir jetzt auch mal gespannt, wenn ich tatsächlich den kleinen GSR R4 einen Tank euch vorstelle und den hier draufschraube. Mal schauen, wie der dann aussieht. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, wie der mit dem Kumu aussieht. Ich habe jetzt gerade den Kumu abgeschraubt wieder. Und es ist tatsächlich niedlich. Ne? Also, das ist ein richtiges, niedliches Teil. So auf dem Bild, da. Auf dem Bild sieht er ziemlich groß aus. Ja klar, wenn ich auch die Fotos so groß gemacht habe. Aber er ist tatsächlich wirklich ein kleines. Und der ist für Frauen wirklich gut in der Tasche zu verstecken. Oder auch bei Männern, ne? In der Hosentasche. Wunderbar, warum nicht? Er ist eine Kaufempfehlung auf jeden Fall wert. Ne? Also ich hatte den jetzt hier wirklich so, warum nicht? Also meine Frau würde den garantiert bestimmt in ihrer Tasche haben. Also ich denke mal schon, der kommt bei uns richtig gut in Einsatz. Ne? Und wie gesagt, schwer, weil immerhin 1100 mAh drin ist. Also richtig mächtig, lange was zu dampfen für. Ja, ne? Also das ist schon der Hammer. So ein kleines Teil, so viel Power. Ja, würde ich sagen, das war für mein Fazit. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt, wie gesagt, beim nächsten Mal ein, wenn ich euch den GSR 4 euch vorstelle. Dann werden beide Geräte nochmal zusammengesetzt und auch die Funktion geprüft, ob er auch wirklich diese Zugautomatik, geschweige denn den Dry-Proof hat. Da würde ich sagen, schaltet nächstes Mal wirklich ein und ich freue mich auf euch. Dann würde ich sagen, mit dem Spruch, den ich immer habe, gut Dampf, bis zum nächsten Video und tschüss.